Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code. Ja, wir nähern uns so langsam dem Finale, würde ich mal so behaupten. Und zwar, was wir heute machen wollen, ist das erste der Solid-Prinzipien. Ich schreibe das mal ganz kurz hin. Solid ist logischerweise wieder mal eine Abkürzung, wie wir es hier eigentlich die ganze Zeit irgendwie machen. Und zwar das erste Prinzip, das S-Prinzip, ihr seht, es sind 5 Prinzipien, werden wir alle noch behandeln, keine Sorge. Das erste Prinzip, das was wir heute machen wollen, ist das Single Responsibility Prinzip. Und das steht, wie der Name schon irgendwie so leicht andeuten lässt, dass man eben nur eine Verantwortlichkeit in einer Klasse bzw. einer Methode hat. Man hat aber nicht nur eine Methode pro Klasse, das wäre ein bisschen doof, aber man soll nur eine große Funktionalität in einer Klasse haben. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier sowas habe wie MyConnector. MyConnector soll mich jetzt irgendwo hin verbinden. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie Code zu schreiben, das würde ein bisschen länger dauern, aber sagen wir mal, MyConnector soll erstmal eine Void Connect liefern und die nimmt irgendwelche Parameter, liefert mir irgendwas, ist auch völlig egal. Und dann soll sie eine Void oder von mir aus auch ein Int, ist eigentlich auch egal, Terminate Connection liefern. So, und was das jetzt bedeutet ist, wir haben hier zwei Funktionen, aber beide liefern Funktionalität für dieselbe Verantwortlichkeit. Das heißt, beide sind dazu da, um mich zu etwas hinzuconnecten oder um etwas, um eine gewisse Connection eben auch wieder zu droppen. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit eben über unseren Connector was zu machen. So, und jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt müssen wir ja noch irgendwie Funktionen haben, die zum Beispiel sowas wie Send oder sowas sind. Also ich möchte zum Beispiel irgendwelche Daten schicken. Das heißt, ich habe hier vielleicht noch eine Void Send reingebaut und da machen wir das Single Responsibility Prinzip kaputt. Es wäre zwar irgendwie einfach für uns, da jetzt noch sowas wie Send oder sowas reinzubauen, aber man sollte es nicht tun. Warum sollte man das nicht tun? Receive wäre dann natürlich auch nochmal ein Beispiel. Warum sollte man das jetzt nicht mehr tun? Naja, MyConnector ist nur dazu da, um die Connection aufzubauen und wieder zu terminieren. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch sowas wie ein Socket aufstellen oder halt zurückliefern und ich kann hier von mir aus auch ein Socket als Parameter benutzen. Param-Socket oder sowas, keine Ahnung, irgendwie sowas, aber man sollte hier nicht gleichzeitig auch noch eine Sende- und eine Empfang-Methode zur Verfügung stellen. Das wäre dann wiederum auszulagern in eine separate Klasse und zwar zum Beispiel in eine Klasse Communicator, und hier können wir jetzt das ganze Ding reinschreiben, also sowas wie Void Send und irgendwas anderes, Receive, whatever. Sowas könnte man jetzt hier reinschreiben. Es wäre aber kein Problem, jetzt hier noch mehrere Receive-Methoden reinzupacken in diese Communicator-Klasse, wo wir dann zum Beispiel eine Receive für einen String haben, eine Receive für einen Integer und so weiter und so fort. Oder Send auch für mehrere. Also das wäre alles kein Problem, aber man sollte diese beiden hier durchaus voneinander trennen. Einfach um Übersichtlichkeit zu wahren und eben möglichst viele Klassen zu produzieren, damit möglichst wenig Verantwortlichkeiten oder am besten, wie gesagt, oder wie das Prinzip auch sagt, nur eine Verantwortlichkeit pro Klasse zu haben. Und natürlich hier in der Connect-Methode soll man nicht auch noch irgendwie sowas machen wie ich schicke irgendwas und ich empfange irgendwas, weil man da natürlich dann auch wieder das Problem hat, dass man dann pro Methode mehrere Verantwortlichkeiten hat. Das heißt, diese Methode hier soll logischerweise auch wirklich nur dafür verantwortlich sein, um die Connection aufzubauen und die hier soll wirklich logischerweise auch nur dafür verantwortlich sein, um die Connection zu terminieren. Okay, das besagt das Solid-Prinzip Nummer 1, das Single Responsibility Prinzip. Jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich vielleicht für euch noch habe. Und zwar, wenn eine Klasse mehr als circa 200 Lines of Code, das heißt Zeilen tatsächlich hat, also wir sind jetzt hier bei Zeile 9, es geht tatsächlich, man rechnet in Zeilen und ja, sowas zählt man auch als Zeile, das sind wirklich nur sehr, sehr grobe Richtlinien. Wenn sie mehr als 200 Zeilen Code hat oder mehr als 15 Methoden, dann sollte man sich überlegen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist und ob man vielleicht nicht noch das Zeug in eine andere Klasse oder in was anderem extrahieren kann. Okay, das so viel zum Solid-Prinzip Nummer 1, also Single Responsibility. Nächstes Mal geht es dann weiter, logischerweise mit dem zweiten Prinzip und wir hören uns. Bis dann. Ciao.